Hey Freunde, willkommen zurück auf meinem Kanal Fragrance Dog wieder hier. Ja, schön, dass ihr dabei seid und für alle Neuen drückt auf die Glocke, abonniert mich, das würde mich natürlich freuen und so weiter und so fort, weil wenn ihr richtige Duftfreaks seid wie ich, dann müsst ihr einfach hier auf diesem Kanal bleiben. Ganz einfach. So Leute, heute kommen 10 Date-Düfte. Ja, ihr habt es gehört, 10 Date-Düfte stelle ich euch vor. Ganz coole, entspannte Date-Düfte, die auf jeden Fall sehr beliebt sind und sehr gut bei einem Date ankommen. So, und wir fangen auch gleich mal mit den ersten an. Das ist ein Klassiker. Ein Klassiker, und zwar Armani Code. Ja, ich habe das Original genommen, weil das immer noch sehr beliebt ist bei Frauen. Wirklich sehr beliebt. Im Endeffekt im Schnitt auch beliebter als das Parfumo, was wirklich sehr, sehr nice ist und im Endeffekt für mich ja der beste Flanker ist, aber das Original mit Tabak, Leder tatsächlich, auch wenn man das wirklich nicht Bergamotte und so weiter wahrnimmt, aber die Frische, die da drin ist und so weiter und dieses, ja, die DNA von Armani Code, im Endeffekt ja die erste DNA, weil das Original ist einfach beliebt und ihr könnt mit diesem Duft, wenn ihr ein Date habt, einfach gut essen gehen. Er eckt nicht an, er ist nicht so stark beim Essen. Vielleicht solltet ihr, wenn ihr lange unterwegs seid, nicht gleich zu euch geht oder zu ihr, solltet ihr vielleicht, wenn es geht, eine Abfüllung mitnehmen. Es kommt darauf an, dieser Duft strahlt bei jedem anders aus und deswegen gucken wir mal. Aber sie wird ihn mögen, ganz klar. Also Armani Code funktioniert eigentlich immer. So, den nächsten, den ich dann ausgesucht habe, kommt von Zaharoff und zwar Signature Rose. Ja, Signature Rose, tatsächlich. Hier sind massenweise Inhaltsstoffe drin. Ihr müsst aber nur eins wissen, und zwar ist es ein schön, leicht süßlicher Rosenduft. Elegant, wirklich elegant, schöne Süße. Erinnert mich an eine leichte süße Spezialität von früher. Komme ich nur wirklich nicht drauf, aber nicht nur ein cooler Flakon, nicht nur ein cooler Typ, der dahinter steht mit George, ihr wisst es, sondern ein Duft, der wirklich bei Frauen gut ankommt, und ihr könnt den auf jeden Fall als Mann gut tragen, obwohl es ein süßlicher Rosenduft ist. Also, der ist sehr nice, hält auch seine 8 Stunden, ist gut. Und ja, mit denen könnt ihr nichts mit falsch machen. Es sei denn, die Frau ist so eingestellt und sagt, Digga, was willst du denn hier jetzt mit einem Rosenduft? Willst du ein Mann sein oder nicht? Ehrlich gesagt, dieses Denken ist ein bisschen alt inzwischen. Früher wäre das auf jeden Fall so gewesen. Es gibt richtig schöne Rosendüfte, die ein Mann tragen kann. Und der gehört wirklich dazu. Wirklich. Also Signature Rose, nice und perfekt. Der nächste ist dann von Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent darf eigentlich nie fehlen, wenn es um Date-Düfte geht. Und schon gar nicht dieser, und zwar La Nuit de l'Homme Bleu Electric habe ich diesmal genommen. Weil der Bleu Electric für mich persönlich einfach sehr gut ausstrahlt, sehr gute Haltbarkeit hat. Nochmal, das ist ein leidiges Thema, dass die neue Version vom Original hält auch wieder gut. Hier ist aber noch ein bisschen Frische drin und das geht so ein bisschen ins Oldschool Lanenem und das gefällt mir und der ist natürlich, ja, ganz ehrlich, da muss man nicht mehr viel reden, weil dieser Duft einfach beliebt ist und da steht fast jede Frau drauf. Also ich kenne jetzt nicht eine, die den nicht gut findet. So, und ich habe auch noch nie gehört, der riecht nicht gut. Egal, komplett Jahresduft, richtig nice, sehr beliebt. Zum Essen, es ist ja mal wichtig, ein Date ist ja meist, man geht essen und so weiter und so fort. Aktuell natürlich, diese Lage aktuell ist schwierig, will ich auch nicht drüber irgendwie ein Wort mehr zu verlieren auf diesen ganzen Schwachsinn, aber dieser Duft, wenn ihr essen gehen wollt und so weiter, und wenn ihr euch nur was bei Burger King holt oder wo auch immer und dann mit dem Auto sitzt, so, falls ihr nicht ins Restaurant kommt oder wollt auch, ne, ist ja natürlich auch, ne, dann geht dieser Duft sehr nice. Tja, und der nächste ist wieder ein Klassiker und das ist ja schon fast der Klassiker schlechthin und da steht, ich glaube, da stehen ganz viele Frauen drauf und da könnt ihr mit gar nichts falsch machen und ich werde mich auch kurz halten, weil Boss Bottle.
Punkt. So, Boss Buddel, Punkt. Ihr braucht nicht überlegen. Das ist der Apfelkuchen, der American Pie, kostet nicht mehr viel. Geil, Vanille, Apfel, grüner Apfel, absolut nice. Und Boss Bottle muss erstmal in jeder Sammlung sein. Und lasst euch nicht von irgendwelchen Typen oder die meinen, irgendwas anderes zu sein. Der funktioniert und der riecht gut. Und tragt bitte das, was ihr für richtig haltet. Und nicht, weil irgendeiner was sagt. Das ist unwichtig. Das ist genau das Thema Nische und Mainstream oder günstig und teuer. Nicht alle teuren Düfte sind gut. Und man ist auch nicht der King, wenn man nur Nischendüfte zu Hause hat. So, egal ob Weiblein oder Männlein, man ist nicht der King. Oh, ich habe nur Nischendüfte zu Hause. Ich habe massenweise Nischendüfte. Ja, und ich finde sie auch alle geil. Aber das ist das Schöne. Hier gibt es auch Mainstream-Düfte und auch günstige Düfte, die ich euch vorstelle. Und warum soll ich die wegschmeißen? Nein, sie haben ihre Berechtigung da zu sein, weil sie immer noch gut sind. So, ganz einfach. Und deswegen, ich muss das jedes Mal sagen, wenn ich Boss Bottle, das ist einfach so. Weil, Mann, vergessen wir das. Auf jeden Fall sehr, sehr nice. Boss Bottle funktioniert immer. So, genau wie der nächste. Auch Mainstream. Yves Saint Laurent wieder. Ich sag ja, der macht einfach Düfte. Und seine Düfte kommen bei Frauen gut an. Und hier, why? Und zwar das Eau de Parfum. Ja, ist stechend synthetisch, aber der Ingwer und der Apfel macht es einfach. Und der ist so beliebt, der Duft. Geiler Sprüher übrigens immer. Der ist einfach, ja, jeder macht den Duft. Komisch. Und jeder meckert aber jeder mag ihn. Geil. Absolut geil. Testet das mal bitte. Für Leute, die meckern, zeigt ihr mal vorher und dann irgendwie ein paar Stunden später. Manche können das. Aber trotzdem sprüht er mal irgendwo rauf und dann gibt man so ein paar Düfte rum. Und auf einmal hatte ich schon so oft, oh, der ist gut, was ist das? Genau, und so sieht das nämlich aus. Und der hier auch sehr beliebt, sehr starke Haltbarkeit, sehr starke Ausstrahlung, ihr werdet wahrgenommen. Yves Saint Laurent Y ist einfach nice, so, wirklich nice. So, man muss sich dran gewöhnen, wenn man den das erste Mal gerochen hat, weil er ist wirklich synthetisch. Aber es gibt Tage, da mag ich das. Ich muss das immer betonen, wenn ich diesen Duft vorstelle. Ich mag das ab und zu. Und ich trage diesen Duft dann auch nur, wenn ich dieses extrem starke synthetische, für mich ist das schon sehr synthetisch, dieser Duft. Aber das passt einfach bei diesem Duft. Ich hätte jetzt auch das Le Parfum nehmen können, aber wollte ich nicht. Kommt auch sehr gut an, aber der Y ist einfach sehr nice. So. Dann der nächste, Valentino Uomo Intense. So, das ist der elegante Duft und da macht ihr nichts mit falsch. Ich will jetzt hier nicht so viel sprühen. Das ist einfach, ja, die Iris, die weiche Iris, einfach pudrige Iris und Leder und ja, Valentino Uomo ist so ein leckerer, sexy Duft. Und leider muss ich es wieder betonen. Ja, ich weiß es, bevor es ihr schreibt. Ja, der ist reformuliert worden. Manche sagen aber gut, hält trotzdem noch 8 Stunden. Manche sagen, hält nicht. Das ist die alte Version noch, die hält 12 Stunden und ist einfach lecker. Und da könnt ihr einige Frauen mit abschleppen sogar, wirklich. Dieser Duft, mehr muss ich nicht sagen. So, der nächste Duft, ja, das ist zum Beispiel ein Nischenduft. Roberto Ugolini, 17 Rosso. Ja, für mich immer noch aus der ganzen Reihe, der Roberto Ugolini-Reihe, und die ich ja habe, der beste. Ne, die sind alle soweit gut, mir gefallen sie, aber der 17 Rosso ist einfach genial. Die Mandarine oder der Pfirsich vor allen Dingen in der Kopfnote und so weiter ist genial. Und das ist auch ein sehr, wenn ihr vielleicht ein bisschen älter seid, mit Anzug losgeht, ein Date habt und so weiter, dann ist dieser 17 Rosso mit der Rose dann im Mittelteil wirklich, ja, schon ein Muss ich sagen. Ne? Also, der kommt denn wirklich gut und die leichte Süße, so, man muss schon sagen, Bonsche Süße, nicht jetzt, das ist nicht abwertend gemeint, kommt wirklich gut. Und ich bin gespannt, ob noch von Roberto Ugolini, von dieser Reihe, noch mehr kommen und ob der irgendwann mal übertroffen wird. Der 4 Rosso ist auch gut, aber der 17 Rosso ist einfach unschlagbar. Passt einfach perfekt zu einem eleganten Erwachsenen-Date. So, der nächste, ja, das ist der
Viele sagen der Dosenöffner, das hat Monte mal gesagt, der fing da glaube ich mit an. Ja, ich muss mir vorstellen, weil er einfach trotzdem noch gut ankommt, auch wenn ich nicht mehr so ein Fan davon bin und ich noch ein bisschen habe, Creed Aventus. Wie gesagt, das ist die 2015er Version hier noch, da ist noch ein bisschen drin. Da muss man jetzt noch langsam weghauen, weil Aventus ändert sich so ein bisschen und riecht dann nicht mehr so gut nachher. Das ist nur bei Aventus. Ich habe noch von Creed die anderen 2. Ich hatte ja mal 11 Düfte. Creed ist ich möchte jetzt auch nicht auf Creed wieder rumhacken. Lassen wir das so stehen. Wird teurer, wird aber nicht besser. Und ja, hier ist die Haltbarkeit. Nehmt bloß was mit bei den neuen, glaube ich. Und dann, ja, der Ananasduft mit, ja, oder rauchige Ananas. Bei der neuen Version habe ich gehört, nur noch Ananas, nicht mehr rauchig, nicht mehr erwachsen und ja, aber trotzdem ist es der Duft, der einfach funktioniert. Man hätte jetzt auch Dupes vorstellen können, wollte ich jetzt aber nicht, ich wollte jetzt einfach mal das Original vorstellen, weil wenn ihr 1:1 riecht, ist das Original, jedenfalls in der 215er Version, doch noch immer noch ein bisschen anders. Und vielleicht hoffen wir ja mal, dass irgendwann es Creed schafft, den Aventus mal wieder männlich zu machen und die Eier wieder anzunähen oder überhaupt, dass dieser Duft mal wieder richtig nice wird. Allerdings hoffe ich dann nicht, dass dieser Duft dann 800 € kostet, weil Creed seine Preise doch langsam immer erhöht und ja, leider nicht besser wird dadurch. Aber Aventus gehört auf jeden Fall zu den Date-Düften oder auch ein Dosenöffner, und zu den Dosenöffner-Düften müsste ich so wirklich auch betiteln. So, der vorletzte ist auch ein eleganter, erwachsener Date-Duft. Man muss sich was trauen, vielleicht ein bisschen, um den zu tragen, weil das mag vielleicht nicht jede Frau. Müsst ihr mal sehen, wenn ihr mit der ein bisschen länger in Kontakt seid und so weiter vielleicht und dann fragt ihr mal was. Aber Clive Christensen Woody Leather, ja, ist ein sehr cooler Date-Duft, kann auch ein cooler Date-Duft werden, weil das Leder, und hier ist jetzt nicht die Himbeere, also nicht dieser Vergleich zu Tuscan Leather, hier ist die Mandarine in der Kopfnote, die mir sehr gut gefällt und ich liebe Tuscan Leather, aber der Woody Leather ist einfach noch eine Stufe eleganter und einfach besser, ja, verarbeitet, würde ich mal sagen. Und man muss so Clive Christian so und so nicht viel sagen, weil er macht allgemein geniale Düfte. So, Punkt. Mehr muss man eigentlich auch nicht zu der Brand, zu dem Haus sagen. Also der Woody Leather ist wirklich top. Nun ist die Frage, braucht man den, wenn man Tuscan Leather schon hat? Ich habe jetzt beide. Vielleicht sollte ich da nochmal ein Video zu machen. Es ist schwer, ob man jetzt beide braucht. Oder habe ich da nicht sogar ein Video zu gemacht? Ich habe so viele Videos inzwischen, über 600 inzwischen. Müsst ihr mal gucken. Ich weiß ja schon selber gar nicht. Ich glaube, einen direkten Vergleich nicht. Aber ich hatte sie mal beide in einem Video. Er ist einfach doch schon noch ein bisschen anders. Ja, müsst ihr mal sehen. Müsst ihr vielleicht auch testen bei euren Parfümerieladen des Vertrauens und so weiter und so fort. Aber trotzdem, Woody Leather ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. So, und zu guter Letzt kommt ein Duft, der durch die Irisbutter und die Blüten, die dieser Duft hat, ja, Blüten und Irisbutter, einfach genial ist. Es ist im Endeffekt der Mondduft, ja. Es passt auch, das Cover passt, und zwar rede ich von Search of Apollonia. Und dieser Duft sieht nicht nur geil aus im Flakon, ich muss zu dieser Brand nichts, es ist einfach Mann, es ist ja nicht so, dass ich da irgendwie, also alle Düfte, das ist hier ein absoluter Traumduft. Man kann es wirklich so sagen. Da kriege ich Gänsehaut und ich bin sprachlos, wirklich, bei diesem Duft. Anderes kann ich dazu nicht sagen. Es ist ja nicht viel drin. Blüten und dann die Irisbutter und so weiter. Das ist, also wenn ihr richtig elegant, sexy rüberkommen wollt als Mann, wo die Frau die Nase
nicht mehr von euch lassen kann, wirklich, dann ist es dieser Duft. Punkt. Ich habe jetzt extra keine Top 10 gemacht, sondern einfach nur diese 10 braucht ihr auf jeden Fall oder diese 10 funktionieren definitiv. Hätte ich jetzt eine Top 10 gemacht von dieser Reihe, dann wäre er auch auf 1. Und nicht, weil es meine Lieblingsbrand ist. Nein, es ist einfach ein so geiler Duft. Das ist ein Traumduft. Als wenn man irgendwo hingebeamt wird. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ja, auf dem Mond. Es ist ja, ne, das passt ja. Wow. Wow, wow, wow. Da liegt die Betonung auf nice, wie der Dog immer so schön sagt. So Leute, das waren meine 10 Date-Düfte 2022. Fakt ist auf jeden Fall, diese funktionieren. So. Und man muss nicht irgendwelche jetzt raussuchen, um zu sagen, ja, die sind geil, der ist teuer oder die möchte ich irgendwie, was weiß ich, verkaufen oder was auch immer. Nein, die müssen schon funktionieren und das sind so Düfte. Da gibt es jetzt noch andere. Ich hätte jetzt auch wieder, ich habe das jetzt extra nicht gemacht, ich hätte jetzt auch wieder Sauvage rausholen können. Der funktioniert immer noch. So, Bleu de Chanel funktioniert immer noch. Ja, die funktionieren alle noch. Selbst Invictus funktioniert. Ich hätte auch 1 Million raussuchen können als Parfüm. Das funktioniert. Ich habe das letzte Mal, da kommen wir zum Düfte der Woche zu, schon mal vorweg, ich habe mal wieder 1 Million getragen, das Parfüm. So, jetzt wisst ihr schon, was ein Duft auf jeden Fall Düfte der Woche kommt. Ich habe sofort ein Kompliment bekommen. Da kann man, es ist typisch gewesen, da können Leute sappeln, wie sie wollen. Man bekommt für diese Düfte Komplimente. Und sie sind beliebt bei Frauen. Punkt. Und deswegen, ich suche euch keinen Mist raus. Das ist Fakt. Ich suche euch keinen Mist raus. Das ist einfach genial und die funktionieren. Also Leute, testet's. Unten werde ich so gut wie es geht alle verlinken und dann mach's gut und bis zum nächsten Mal. Fragrance Talk.